Ich bin Jahrgang 1981 und laut Statistik werden deutsche Männer meines Alters ungefähr 78 Jahre alt. Und wenn ich heute in den Kalender schaue, dann sehe ich nicht nur ein Datum, sondern ich sehe eine Zahl, die 33. Und das ist die Anzahl der Sommer, die ich vielleicht noch erleben kann. Aber die wichtigste Frage ist nicht, wie viele Jahre es noch sein werden. Die Frage ist, wie viele davon werde ich noch aktiv erleben? Vor 2 Jahren war ich auf dem besten Weg, die Hälfte dieser Zeit als körperliches Wrack zu verbringen. Die Komfortfalle und die Sehnsucht nach dem Stillstand. Mein Leben fand zwischen 2 Sitzen statt, dem Bürostuhl und dem Fahrersitz meines Wagens. Und mein größter Feind? Das war die A10. Jeden Nachmittag stand ich da. Kilometerlange Baustellen und Stillstand. Aber wisst ihr, was das Schlimmste war? Das war nicht mal der Zeitverlust an sich selbst, sondern es war mein einziger Gedanke. Ich verschwende hier wertvolle Zeit, die ich schon längst zu Hause auf der Couch verbringen könnte. Wir alle kennen diese Sehnsucht nach dem Feierabend. Wir fühlen uns erschöpft von dem Tag, obwohl wir uns kaum bewegt haben. Wir denken, wir haben uns die Ruhe verdient. Und die Couch? Die Couch war mein heiliger Gral. Ich dachte immer, ich lade dort meine Akkus auf. Das ist die Komfortfalle unserer Generation. Wir verwechseln Trägheit mit Erholung. Ich habe mir eingeredet, dass ich ein aktiver Mensch bin, weil ich ja so viel arbeite und ins Fitnessstudio gehe. Aber die Realität war eine andere. Ich habe jede Minute damit verbracht, meinen Körper vor der Außenwelt zu schützen. Ich wollte es weich und unbeweglich. Ich habe meine verbleibenden Sommer nicht geplant, ich habe sie weggeschaltet. Wenn du jetzt gerade im Auto sitzt oder heute Abend vielleicht genau auf dieser Couch liegst, frag dich mal ehrlich, fühlst du dich nach 2 Stunden Sitzen wirklich erholt oder fühlst du dich einfach nur noch schwer? Ich dachte immer, die A10 stiehlt mir meine Zeit, aber in Wahrheit war ich es, der sie weggeworfen hat, noch bevor ich zu Hause war. Die Demütigung auf dem Parkplatz. Ich werde diesen ersten Morgen nie vergessen. Ich war so voll mit diesem naiven Stolz. Ich hatte das Fahrrad hinten im Kofferraum und die ersten 20 Kilometer mit dem Auto hinter mir. Und ich dachte, jetzt zeige ich es allen. Doch schon nach den ersten 3 Kilometern auf den Asphalt hat die Realität angefangen, mich in Stücke zu zerreißen. Da war dieser Wind, ein ganz normaler, leichter Gegenwind. Aber für mich fühlte er sich an wie eine unsichtbare Mauer, die versuchte, mich zurück auf die Couch zu drücken. Und während ich da draußen kämpfte, passierte etwas, das mein Ego komplett zertrümmert hat. Andere Radfahrer zogen an mir vorbei. Nicht nur Profis, ganz normale Radfahrer. Ohne Motor, ohne Mühe. Sie unterhielten sich dabei, als sie an mir vorbeifuhren. Und ich fühlte mich, als würde ich stehen bleiben. Ich war für sie unsichtbar, aber für mich waren sie der lebende Beweis, wie weit ich zurückgefallen war. Dann setzten die Schmerzen ein. Am Anfang war es nur ein Ziehen und dann brannten meine Oberschenkel, als hätte jemand Feuer darin entzündet. Meine Waden fingen an zu krampfen, ein harter, stechender Schmerz bei jeder Umdrehung. Mein Herz raste nicht nur, es hämmerte gegen meinen Brustkorb wie ein Gefangener, der raus will. Und meine Lunge, sie pfiff, ein dünnes, hohes Geräusch bei jedem Atemzug. Und dann war da dieser Sattel, dieser kleine, harte Standardsattel. Nach 10 Kilometern fühlte es sich an, als würde ich auf einer glühenden Eisenstange sitzen. Jeder einzelne Kieselstein war eine reine Qual. Als ich endlich auf den Firmenparkplatz rollte, war ich kein Held. Ich war ein Wrack. Ich stand da, völlig am Ende und starrte auf meine zitternden Hände. Ich war schweißüberströmt und mein Gesicht war kreidebleich. Und ich hatte diesen metallenen Geschmack von Blut im Mund. In diesem Moment zwischen den Autos meiner Kollegen wurde mir eins klar. Mein Körper war kein Tempel. Er war ein Gefängnis, das ich mir selbst gebaut hatte. Ich war 42 Jahre alt und wurde von meinem lächerlichen Arbeitsweg besiegt. Das Live-Audit. Die Vermessung des Stillstands. Ich möchte, dass wir heute ein ehrliches Inventar machen. Ein Live-Audit. Wir in unseren 40ern haben uns ein Leben gebaut, das darauf optimiert ist, jeden Widerstand zu eliminieren. Aber wir merken nicht, dass wir ohne Widerstand einfach verkümmern. Schau dir dein Leben mal ganz genau an.
Suchst du beim Supermarkt auch instinktiv nach dem Parkplatz, der am nächsten am Eingang ist, damit du bloß keine 30 Meter zu viel laufen musst? Nimmst du die Rolltreppe, während die Treppe daneben komplett leer ist? Lässt du dir deine Lebensmittel liefern, weil das Schleppen von Kisten zu anstrengend für deinen Rücken ist? Wir nennen das Effizienz oder Komfort. In Wahrheit ist es die Kapitulation vor der Schwerkraft. Wir haben uns an einen Zustand gewöhnt, den ich den Gummibandeffekt nenne. Unsere Welt wird immer bequemer, während unser Bewegungsradius immer kleiner wird. Wir kaufen uns E-Scooter, nicht um weiterzukommen, sondern um nicht schwitzen zu müssen. Wir kaufen uns Smart Home Systeme, damit wir nicht mehr aufstehen müssen, um das Licht auszuschalten. In meinem Umfeld sehe ich Männer, die im Restaurant zuerst schauen, ob die Stühle bequem gepolstert sind, weil sie sonst Rückenschmerzen bekommen. Wir sind 45 und nicht 85. Aber wir bewegen uns wie Menschen, die ihre besten Jahre bereits hinter sich haben. Wir vergleichen uns mit dem Durchschnitt. Und der Durchschnitt ist heute übergewichtig, chronisch gestresst und kurzatmig beim Schuhebinden. Prüf dich selbst. Wann hast du das letzte Mal gespürt, dass dein Herz richtig arbeitet? Nicht vor Stress im Meeting, sondern vor Stolz in deinen Lungen. Wenn du heute, jetzt sofort dein Fahrrad nehmen müsstest, um 20 Kilometer weit zu fahren, um jemanden zu retten, den du liebst, könntest du das? Oder wäre dein Körper das einzige Hindernis, das dich aufhält? Dieser Stand, den wir normal nennen, ist eine Falle. Und je länger du darin bleibst, desto schneller schrumpfen deine restlichen 33 Jahre zusammen zu einer Liste von Arztterminen und verpassten Gelegenheiten. Die Wiedergeburt. Der Weg zum neuen Standard. Ich stand auf diesem Parkplatz vor der Wahl. Akzeptieren, dass der Verfall mein neues Normal ist, oder den Rost abzuschütteln. Ich habe mich für den Kampf entschieden. Aber ich war nicht über Nacht ein Athlet. Die Wiedergeburt war ein Prozess aus kleinen, fast unsichtbaren Siegen. Es fing damit an, dass die 20 Kilometer nicht mehr der Tod waren. Eines Morgens kam ich an und merkte, meine Lungen pfiffen nicht mehr. Und ich musste nicht mehr 10 Minuten auf dem Parkplatz bleiben, um wieder auszusehen wie ein Mensch. Und dann kam der Tag, an dem ich das Auto komplett stehen ließ. 40 Kilometer hin und 40 Kilometer zurück. Und plötzlich passierte das Wunder. Ich wurde nicht mehr müde im Alltag. Ich bekam mehr Energie. Der Stress auf der A10 ersetzt durch das Rauschen des Windes. Die Wut über den Stau ersetzt durch Endorphine. Ich ergänzte das Radfahren mit Calisthenics, dem Training mit dem eigenen Körpergewicht. Ich wollte nicht nur Ausdauer, ich wollte Kraft. Ich wollte einen Körper, der mich durch die nächsten 33 Sommer trägt, ohne zu murren. Und hier ist das, was ihr verstehen müsst. Es geht nicht um die Optik. Es geht um das Gefühl, wenn du die Treppe hochsprintest und nicht mal tief einatmen musst. Es geht darum, dass der untere Rücken nicht mehr wehtut, egal wie lange du am Schreibtisch sitzt. Es geht um die geistige Klarheit, die du nur bekommst, wenn du dich morgens schon einmal selbst besiegt hast. Heute bin ich fitter als mit 18. Damals war ich jung und habe Energie geschenkt bekommen. Heute habe ich sie mir erarbeitet. Ich bin jetzt derjenige, der locker an anderen vorbeizieht. Und ich weiß genau, wie derjenige sich fühlt, den ich gerade überhole. Ich möchte ihm am liebsten zurufen, bleib dran, es wird besser. Es wird sogar großartig. Das Fahrrad war meine Zeitmaschine. Es hat die Jahre nicht nur verlangsamt, es hat sie zurückgedreht. Die Wiedergeburt fängt mit dem ersten Tritt in die Pedale an. Nicht morgen, nicht an der nächsten Baustelle, sondern heute. Und jetzt seid ihr dran. Du hast noch 33 Sommer vor dir. Vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger. Aber die Uhr tickt. Warte nicht auf den ersten Schicksalsschlag oder den Totalzusammenbruch. Pack dein Rad ein, fahr die erste Teilstrecke, fühle den Schmerz und dann nutze ihn, um aufzuwachen. Schreib mir in die Kommentare, wie viele Sommer hast du laut Statistik noch vor dir? Und was ist die eine Sache, die du heute schon tust, um sicherzustellen, dass du sie nicht nur überlebst, sondern dass du sie lebst?